Willkommen im Wanderparadies mit wunderschönen Aussichten. Es ist kurz vor 5 Uhr morgens und das hier ist eines der spektakulärsten Highlights in der sächsischen Schweiz. Der Geheimtipp ist es, noch vor Sonnenaufgang hier zu sein. Und gleich gibt es ein einmaliges Erlebnis. Kommen Sie mit. Das Elbsandsteingebirge lockt Urlauber aus aller Welt. Es inspiriert Künstler von der Romantik bis heute und bietet echte Herausforderungen für Kletterer. Nur 50 Kilometer entfernt eine der schönsten Städte Deutschlands, Dresden. Offensichtlich nicht der Einzige an der Bastei. Guten Morgen. Morgen. Das ist so eine friedliche Stimmung hier. So ruhig. Die Steine haben so eine majestätische Ausstrahlung, aber es ist trotzdem ganz still. Nur die Vögel, die zwitschern schon ihr Konzert. Schon stark. Eigentlich ist das hier so ein Hotspot für Instagram-Leute. Ich mache auch direkt mal ein Foto und außer unserem Kollegen hier ist sonst auch noch gar keiner da. Es scheint also wirklich eine einmalige Situation zu sein und die nutze ich doch direkt mal aus für ein schönes Selfie. Was für ein majestätischer Moment, oder? Eigentlich hat sich der Trip hierhin jetzt schon gelohnt, aber es gibt noch viel mehr zu erleben. Herzlich willkommen in der sächsischen Schweiz. Die sächsische Schweiz liegt im Osten Deutschlands an der Grenze zu Tschechien. Wir wandern rund um die weltberühmte Bastei, fahren mit dem Boot durch die Königsklamm und machen einen Abstecher zum Prebischtor auf der tschechischen Seite. In Dresden besuchen wir die Frauenkirche und mehr. Auf der Basteibrücke treffen wir Nationalparkführerin Alrun Flechsig. Das sieht so krass aus, finde ich. Und das muss so aufwendig gewesen sein, das zu bauen, oder? Diese Brücke? Ja, auf jeden Fall. Also vorher gab es da auch eine kleine Holzbrücke. Aber ja, irgendwann war die ausgedient und man hat diese stabile Sandsteinbrücke gebaut. Ja, 1850 hat man das angegangen. Und ist auch aus Sandstein? Ist aus Sandstein, klar. Das Baumaterial liegt hier vor der Haustür. Dann hat man das natürlich auch genutzt. Neben der Basteibrücke liegt die Ruine der Felsenburg Neuraten. Heute Freilichtmuseum, im 13. Jahrhundert Festungsanlage. Ja, die hatte einfach den Grund, dass hier ein Handelsweg lang ging. Der Handelsweg zwischen Sachsen und Böhmen. Und ja, dieser Handelsweg musste gesichert werden. Dafür war die Lage fast 200 Meter über der Elbe perfekt. Ja, ist auch nichts für Leute mit Höhenangst hier, ne? Nein. Oder man muss halt immer nur geradeaus schauen und nicht links und rechts, aber da verpasst man natürlich was. Ja, ja, ne? eben. Dann verpasst man ja das Highlight. Ja. Ist das hier alles noch Burg, theoretisch? Ja, das ist alles Burg. Und die Burg, das ist die größte Felsenburg gewesen, die es hier in der sächsisch-böhmischen Schweiz gab. Ja. Und die hat sich bis dort drüber erstreckt. Bis zu diesem Felsen, wo diese Figur oben drauf steht.
Das ist der Mönchsfelsen. Diese Mönchsfigur wurde von Bergsteigern nach oben gebracht. Das ist halt jetzt ein Klettergipfel. Seit über 150 Jahren klettert man dort hoch. Da klettert man hoch? Ja, ist nicht ganz einfach. Da sollte man schon ein bisschen Übung haben. Ja. Wow. Bist du da mal hochgeklettert? Ja. Ach komm. Ja, ein tolles Gefühl. Ja, und Sandstein fühlt sich auch wunderbar an, weil das ein raues Gestein ist. Hat man ja, guten Halt. Ich gehe übrigens auch noch klettern, aber ich glaube, so einen Turm, den schaffe ich nicht, oder? Ja, also da braucht man schon ein bisschen Erfahrung. Weißt du, was ich toll finde, sind diese Farben. Du hast morgens so dieses Rot, jetzt hast du hier diese Steine in dem Grau, das pralle Grün der Natur. Also, und dann dieser Ausblick hier noch, es fühlt sich so wie Freiheit an irgendwie. Gell? Was bedeutet dir die sächsische Schweiz? Ja, Freiheit trifft es schon, aber auch einfach diese einmalige Landschaft, diese Ruhe, die diese Landschaft ausstrahlt. Und andererseits natürlich die Kontraste zwischen diesen Felsen und diesen tiefen Schluchten, die wir hier haben. Also es wird überhaupt nicht langweilig. Also gut, es ist viel Sightseeing, es ist Klettern, aber Wandern gehört doch sicherlich auch dazu, Natürlich. zum Das ist Erlebnis Sächsische Schweiz, oder? Das machen ganz viele, die hierher kommen. Ja. Vor allen Dingen wandern. Es gibt ganz, ganz viele Wanderwege hier. Wie viele Kilometer ungefähr? Ja, hier im Nationalpark sind es ungefähr 400 Kilometer Wanderwege. Oh ja, stark. Und insgesamt, wir haben ja auch noch das Landschaftsschutzgebiet, sind es ungefähr 1100 Kilometer. Und hast du so einen Highlight-Tipp an Wanderwegen? Ja, also wer das erste Mal hier ist und ein paar Tage hintereinander wandern will, dem würde ich einfach den Malerweg empfehlen. Das ist ein ganz toller Wanderweg. Und der heißt Malerweg, weil es so malerische Landschaften sind, oder? Das auch, aber tatsächlich sind die Künstler und die Maler schon vor 200 Jahren genau diesen Weg gegangen. Ah, okay. Ja. Ja, die sind hierher gelockt worden durch Ansichten, durch Beschreibungen und haben diese Gegend abgebildet. Ja. Ja, mit Pinsel und Stift. Caspar David Friedrich kam hier die Idee für seinen Wanderer über dem Nebelmeer. Seine Bilder prägten die deutsche Frühromantik. Auch Adrian Ludwig Richter zählte zu den Romantikern, die im Elbsandsteingebirge unterwegs waren. Das Interessante ist eigentlich, wenn man jetzt in Galerien geht dieser Welt, also ob das nur in Dresden ist, in den Neuen Meistern oder in Hamburg oder in Wien oder in Oslo, überall in den Nationalgalerien hängen Bilder mit dieser Landschaft, weil die Romantiker hier unterwegs waren und Bilder gemalt haben. Da sehe ich ein bisschen Stolz in deinen Augen, wenn du das Ja, erzählst. also da bin ich auch immer begeistert, wenn ich irgendwo anders in eine Ausstellung gehe und diese Landschaft, meine Heimat, irgendwo anders hängen sehe. Vom Malerweg geht's über knapp 700 Stufen durch die Felsenschlucht Schwedenlöcher. Es wird direkt ein bisschen kühler hier, habe ich das Gefühl. Ja, wir steigen ja jetzt auch in eine Schlucht runter. Ja. Ja, ich meine, Ja. im Sommer ist es wahrscheinlich fantastisch, hierher zu kommen, oder? Wenn es Ja. draußen heiß ist. Ja, also das ist ein riesen Kontrast zwischen diesen Felsplateaus und diesem kühlen Klima hier in diesen Schluchten. Im Dreißigjährigen Krieg versteckten sich die Menschen aus der Region in der Schlucht. Die Angreifer kamen unter anderem aus Schweden, daher der Name Schwedenlöcher. Boah, das ist aber schon krass, ey, Wahnsinn. Ja, guck mal, wie das Grün, ne? Dieses Moos, die verschiedenen Schattierungen. Ja, das sieht fast aus wie eine andere Vegetationszone hier direkt, gell? Ja. Ja, hier im Kellerklima hier merkt man eben, es ist feucht. Ja, Fass das mal an, wie samtig weich das ist. Wir wandern zurück zur Bastei. Neben der historischen Brücke gibt es hier auch eine moderne Aussichtsplattform. Grandios, ne? Alter, Dieser das ist Blick krass. hier, Wahnsinn. Alter Schwede, das ist krass. Ja. Wir sind hier auch auf der bekanntesten
Aussicht der Sächsischen Schweiz. Das ist die Aussichtsplattform bestimmt hier, oder? Ja, man hat einen Blick nicht nur ins Elbtal runter zur Elbe. Ungefähr 190 Meter liegt die unter uns. Ne? Also Guck mal, ey. Man kann sich eigentlich kaum vorstellen, dass hier irgendwann mal ein Meer war. Ist schon ein bisschen her, also so 90 bis 100 Millionen Jahre in Krass, der das war Kreidezeit. alles unter Wasser. Das war alles unter Wasser. Ja. Und es haben sich verschiedene Sandschichten übereinander gestapelt. Ja, irgendwann ist das Meer abgeflossen durch tektonische Bewegungen, die hier waren. Ja, und diese große Sandsteinplatte, also die war bis 600 Meter stark, die stand dann frei da. Ja, und die Erosion konnte beginnen durch Wind, Regen, Wasser, Frost. Deswegen sind auch manche Wege voller Sand. Ja, läuft sich fast wie am Meer. Früh aufzustehen lohnt sich. Können Sie sich noch daran erinnern, wie schön und verlassen das heute Morgen war? Ich meine, schön ist es immer noch, aber verlassen. Also 3 Stunden später ist hier sowas los. Mein Tipp ist auf jeden Fall, früh aufstehen lohnt sich. Hallo. Hallo. 1,5 Millionen Besucher kommen jedes Jahr. Servus. Die Kirnitsch, ein Nebenfluss der Elbe, verläuft quer durch die sächsische Schweiz. Wir fahren durch das malerische Kirnitschtal. Unser Ziel, die Klamm in der Nähe von Hinterhermsdorf. Ab Bad Schandau fährt eine historische Bahn 8 Kilometer entlang des Flusses, bis zum Lichtenhainer Wasserfall bei Sebnitz. Die Kirnitsch entspringt in Tschechien und mündet in der Elbe. Auf ihrem Weg hat sie sich tief ins Elbsandsteingebirge gegraben. Hier gab es im 16. Jahrhundert eine hölzerne Stauanlage zum Flößen von Holz. Heute können Besucher in der Schlucht Kahnfahrten machen. Komm rein. Danke. Ja, da wünschen wir eine schöne Fahrt hier. Danke. Das sieht schon ziemlich spektakulär aus. Hier zwischen den Felsen. Die Kirnitsch hat sich hier tief in den weichen Sandstein gespült und ihre Spuren hinterlassen. Wenn du mal hier hochschaust zu den höheren Felsen, da siehst du eine Felsennase hervorschauen. Das ist das Felsenkrokodil. Ein bisschen Fantasie musst du schon Ja, haben. die bringe ich jetzt gerade auf. Moment, warte mal. Da, du meinst, also das ist die Schnauze Genau, und das längliche Auge? Okay. genau. Und dann oben ist noch ein Gesicht im Fels. Mit Augen, Nase und Mund. Ja, das, ja, ist dann, ja. das ist der Berggeist. Alles klar. Ja, und wenn der manchmal grimmig schaut, geht die Fahrt nicht mehr weiter. Ja, dann weißt du Bescheid jetzt. Aber du hast Glück, er lächelt heute. Hier rechts, der helle Stein unter den Felsen, das ist dann das schlafende Schaf. Ja, es neigt den Kopf nach links. Entdeckst du wirklich immer noch neue Figuren? Na sicher, immer wieder. Da oben ist ein Kasper. Wirklich, das ist der Kasper. Guck mal. Siehst du es? Mit der langen Nase, mit der dicken Nase. Ah, siehst du? Das ist der Kasper. Jeden Tag kann man was Neues entdecken. Mit ganz viel Fantasie sitzt da ein Bär im Gebüsch. Schauen Sie mal, vielleicht können Sie den auch erkennen. Naja. Ja, bei manchen geht auch die Fantasie ein bisschen durch. Also. Kann ich dir irgendwie helfen? Hier unten ist ein Paddel. Ah ja. Also. Paddel rein. Wenn ich jetzt nach rechts drücke, fahren wir vorne nach rechts. Na, richtig drücken, nicht bloß so. Nicht nur so zimperlich. Ah, das ist wie im Fitnesscenter hier. Wir brauchen ab nächstes Jahr junge Kahnfahrer. Weißt du, was das ist, dieser Stein hier? Das ist unsere Liebesinsel. Das ist aber eine kleine Liebesinsel. Na, das macht aber nichts.
Und in lauen Sommernächten, wenn Liebespaare es möchten, setzen wir sie hier abends ab und holen sie frühmorgens mit dem ersten Kahn wieder zurück. Ist das wahr? Romantisch. Okay. Das war ist ein Grenzbach. Und hier haben wir eine Grenztafel im Fels. Hier. Ja, und da gibt es noch den allerletzten Rest von der DDR. Ist ja schon spannend, wie nah hier Deutschland und Tschechien beieinander liegen, ne? Die Grenze verläuft ja genau in der Mitte des Baches. Und sollte der Bach irgendwo meandern, dann gibt es auch mal Niemandsland. Ja? Wenn der Fluss links oder rechts vorbei, dann wird eine Insel, die gehört an niemand. Die Liebesinsel ist quasi international. Die kann international genutzt werden. Sehr gut. Dann gelten da keine Gesetze für die Liebhaberinnen und Liebhaber. Nein. Fährst du auch manchmal rüber, auch als Privatmann? Na, selbstverständlich. Und ich gehe auch sehr viel in Böhmischen Schweiz wandern. Ja. Ja, ist auch eine sehr schöne Ecke. Ja. Man erlebt mal ein bisschen was anderes und man lernt auch dabei. Das ganze Zusammenleben mit den Tschechen, was haben die für Traditionen, was haben wir für Traditionen. Auch Zusammenarbeiten mit den Feuerwehren, grenzüberschreitend. Gerade bei so einem Waldbrand, wie wir voriges Jahr hatten. In so einer Grenzregion ist das nämlich nicht immer einfach, wie das früher war. Man durfte nicht rüber und gerade nicht mit einem Fahrzeug, ein Feuerwehrfahrzeug, Rettungsfahrzeug. Das kann man heute. Und man kann sich gegenseitig Hilfe leisten. Nach der Fahrt wandern wir weiter. Unser Ziel, das Hermannseck. Benannt nach dem Oberförster Hermann Schlegel. So, mal kurz gucken. Hermannseck bequem, Hermannseck steil. Naja, wir machen ja einen Aktivurlaub, oder? Nehmen wir mal steil. Boah, das Schild hat nicht gelogen. Ist wirklich steil und eng. Boah. Oh, ich muss den Rucksack absetzen. Krass. Hui. Boah. Das geht nicht mit dem Rucksack. Das ist ja eng. Boah. Boah. Sage mal, muss man sich hier seitlich drehen. Uff. Das ist ja krass. Boah. Heftig. Heftig. Hui, das ist nichts für schwache Nerven. Also wenn Sie Platzangst haben, dann ist das vielleicht nicht so eine gute Idee, den steilen und engen Weg zu nehmen. Dann nehmen Sie lieber den bequemen. Egal welchen Weg Wanderer wählen, überall warten wunderschöne Ausblicke. Wir verlassen die ursprüngliche Natur und reisen Richtung Westen. An die sächsische Schweiz grenzt der Barockgarten Groß-Sedlitz. Die französische Gartenbaukunst auf 18 Hektar Fläche zählt zu den bedeutendsten Werken des Dresdner Barocks. Reichsgraf August Christoph von Wackerbarth ließ den Barockgarten Anfang des 18. Jahrhunderts anlegen. Uwe Müller schlüpft als Besucherführer in die historische Figur. Das, was mir am meisten Spaß macht, ist nämlich Verkleiden in den Grafen von Wackerbarth und in andere historische Persönlichkeiten des 18. Jahrhunderts. Das ist eine Krawatte Steinkerke, die der Mode entsprechend um den Hals gebunden wurde. Ich binde sie jetzt nicht ganz richtig, da fehlt uns die Zeit, vor allen Dingen der Bedienstete dazu. Ich werde mich heute dementsprechend des Anlasses entsprechend auch ordentlich mit Orden behängen. Nicht ganz einfach. Ja, mir fehlt der Bedienstete. Fast fertig. Fast. Und jetzt kommen wir zum Höhepunkt.
Das, was ein Mann ausgemacht hat in der damaligen Zeit, war natürlich die Perücke. Im Normalfall wird die Perücke natürlich von hinten aufgesetzt. Na, man braucht den Bediensteten. Ich werde das jetzt mit einem kühnen Schwung machen. Und in dem Moment, wenn ich diese Perücke aufsetze, bin ich der Herr Graf. Da ist für mich das Leben, das normale Leben, das stinknormale Leben oder wie man es auch sagt, vorbei. Und wir befinden uns in dieser Rolle, die ich jetzt eingenommen habe. Wir sind jetzt seine Exzellenz. Herzlich willkommen, Graf von Wackerbarth. Reichsgraf von Wackerbarth. So viel Zeit muss sein. Jetzt kommt der Herr Graf. Ich muss hier oben, ich passe dort nicht durch. Was für ein schöner Tag, um im Garten flanieren zu gehen. Gott hat ein Einsehen mit uns. Der Reichsgraf und Bauminister spannte rund 1000 Soldaten ein, um Schloss und Garten anzulegen. Doch er hatte nur kurz Freude daran und verkaufte es schnell an den Mann, der daraus ein sächsisches Versailles machen wollte. Den Kurfürsten von Sachsen und König von Polen, August den Starken. Für ihn war das große Glück, dass der Garten oben auf einer Bergkuppe war, dass er ringsrum mit den Sichtachsen in sein Land schauen konnte. Und er war dem Himmel sehr nah, also dem göttlichen Himmel, wo Zeus lebte, wo diese ganzen Götter halt noch lebten. Hier konnte er Gott sein. Woanders ging das nicht so wirklich, da war er halt der König. Aber hier oben konnte er Gott sein. Also es ging immer darum, die Göttlichkeit der Herrschenden hervorzuheben. Aus akutem Geldmangel blieb Großsedlitz unvollendet. Dennoch beeindruckt der große Park mit Orangerien, Wasserspielen und rund 60 Skulpturen. Kommen Sie einfach mal mit. Es gab natürlich in jedem Garten auch lauschige Plätzchen, wo man sich zurückziehen konnte und mit seiner Geliebten Techtelmechtel haben durfte. Wir persönlich haben das natürlich nie genutzt, weil wir ja 1721 den Garten schon an Majestät verkauft haben. Und wir hatten dann andere Sachen zu tun, als uns mit der holden Weiblichkeit zu beschäftigen. Ein Höhepunkt war die Verleihung des Weißen Adlerordens, mit dem August der Starke polnisch-litauische und sächsische Adlige auszeichnete. Wir müssen uns vorstellen, auf der Bergkuppe kamen hier 2500 Leute hoch mit 5000 Pferden, mit unvorstellbarem Aufwand. Und dann hat man, wie das so im Barock üblich war, gegessen. Man hat Tafel gestellt, wo die Ordensbrüder an einer Tafel gesessen haben und haben gegessen und getrunken. Und dann als Abschluss gab es das sogenannte Adlerordenschießen. Hier unten haben wir die Schießbahn. Dort wurden Porzellanadler aufgehängt. Und auf der anderen Seite hat der Schießstand gestanden. Und dann hat man justament und lustig auf diese Adlerorden geschossen. Es gab Preise zu gewinnen. Einmal den Siegerpreis für den, der am meisten getroffen hat. Natürlich Ihre Majestät. Und wo das vorbei war, ist man ab in die Kutsche und ab nach Dresden gefahren. Dann war das Fest vorbei. Es war dann einfach Ruhe. Das ist auch das, was die Leute heute am meisten wollen. Hierher kommen, entspannen, ruhig, ein bisschen Kaffee trinken, ein bisschen was essen. Das ist das, was die Leute hierher zieht. Die wunderschöne Natur der sächsischen Schweiz lässt sich sehr gut mit einem Abstecher in die Elbmetropole Dresden verbinden. Knapp 50 Kilometer liegt die Landeshauptstadt mit ihren zahlreichen Sehenswürdigkeiten entfernt.
Auf uns wartet eine Stadtrundfahrt der besonderen Art. Was ist das, ein Go-Kart oder was? Das sind umgebaute Go-Karts, ja. Die Okay. haben einen Motor hinten drin, sind recht einfach zu fahren, Automatikgetriebe und ja, macht Spaß mit denen durch Dresdens Straßen zu fahren. Ich hab so Bock, ey. Wir haben keinen Gurt, deswegen muss man praktisch Okay. einen Helm tragen. Wobei aus einem gesunden Menschenverstand auch ein Helm, glaube ich, Macht Sinn, ja. ganz sicher wäre, ja. Bereit für die Proberunde. Du bleibst schön hinter mir. Ja, ich probier's, ja. Ey, das ist ein einzigartiges Feeling. Ich kenne das nur vom Go-Kart-Fahren, aber mit so Fahrtwind ist das noch viel krasser. Zusammen mit den anderen Verkehrsteilnehmern, das ist mega stark. Und so ein Sightseeing ist, glaube ich, einmalig. Auf geht's, oder? Ab los. Gib ihm. Theoretisch fahren die Karts mehr als 80 Stundenkilometer schnell. Aber für die Dresdner Altstadt reicht locker die Hälfte. Auf dem Kopfsteinpflaster wackelt's ordentlich. Die Go-Karts fallen auf. Habe ich dir nicht gesagt? Die gucken alle wie die Autos. Genau. Ja, Semperoper. Das Besondere an der Oper ist ja, die ist ja das 3. Mal wieder aufgebaut. Ja. Also die ist 1838 das erste Mal gebaut worden vom Herrn Semper. Dann ist sie zerstört worden durch einen Brand. Dann ist sie das nächste Mal aufgebaut worden, dann kam Nazi-Zeit, wurde zerbombt und dann ist sie jetzt das 3. Mal. Die Perspektive mit dem Ding hier durch die Stadt zu fahren, ist so phänomenal. Ne? Du bist so weiter unten. Und schaust so auf die Bauwerke hoch. Ja, du schaust Ja, so genau. hoch auf diese wunderschönen Bauwerke, wo ja auch wieder der Sandstein verbaut wurde, der sächsische. Ne? Ja, das ist das Markenzeichen von Dresden. Ja. Wollen wir uns noch ein paar andere Markenzeichen Lass uns ein Stück weiter gucken, ja? Gut. In der Dresdner Altstadt finden Besucher immer wieder Bauwerke von August dem Starken. Zum Beispiel den Zwinger. Bremse geht, ne? Bremse geht. Bremse funktioniert. Ja. Ja, da ist er nun, der Zwinger. Auch der Zwinger wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Der Wiederaufbau begann schon 1945. Von August dem Starken, der ja in Sachsen sächsischer Kurfürst war, war das so sein, ja, Lustschloss ist der falsche Begriff, aber das war so seine Spielwiese. Er hat dort große Veranstaltungen aufgeführt. Nicht wie unser eins, der sagt, wir machen samstags mal eine Party. Hier wurde Wochen und Monate durchgefeiert. Und er hat immer schon sehr imposant gebaut. Heute befinden sich hier die Porzellansammlung, der mathematisch-physikalische Salon und die Gemäldegalerie Alte Meister. Unsere letzte Station ist ein absolutes Unikat. Das größte Porzellanwandbild der Welt. Hier kommen wir aber nicht weiter. Die nächsten Meter müssen wir zu Fuß gehen, weil wir sind jetzt hier in der Fußgängerzone. Okay. Hier sind einige geschichtliche Sachen vereint. Zum einen sind alle sächsischen Fürsten, die jemals Kurfürst hier in Sachsen waren, dargestellt. Und wir haben natürlich hier direkt vor uns August II. Er war der die Stadt Dresden geprägt hat. Das muss man dazu sagen, weil der hat Zwinger geprägt, der hat die Schlösser, die Elbschlösser geprägt.
Und die kleinen Fliesen, die du siehst, sind alle aus Meißner Porzellan. Zu Fuß geht's weiter zum Wahrzeichen Dresdens, der Frauenkirche. Im Zweiten Weltkrieg zerstört, war die Ruine in der DDR Mahnmal gegen den Krieg. Nach der Wiedervereinigung wurde sie neu aufgebaut und 2005 fertiggestellt. Dank der Hilfe vieler Spender, erzählt Maria Noth. Das alte Turmkreuz, das ist quasi, wenn man so will, in dieser deformierten Form aus den Trümmern geborgen worden. Diese alten Ruine, die hier ja über 40 Jahre lang stand, das war wie so ein hohler Zahn, dazwischen waren so die Ruinentrümmer. Die gesamte Altstadt von Dresden wurde im Februar 1945 bombardiert und nahezu vollständig zerstört. Die Kirche ist ja nicht durch den Bombenangriff eingestürzt, sondern 2 Tage später. Also die Bomben haben dieser Kuppel überhaupt nichts anhaben können. 2 Tage später, durch die Hitze, die hier drin war, ist quasi das alles hier so in sich zusammengefallen. Hier waren über 1200 Grad drin. Ne? Und genau vor 30 Jahren hat man dieses Turmkreuz, das alte Turmkreuz, geborgen. Und das steht jetzt hier heute in der wiederaufgebauten Frauenkirche, so als Zeichen der Versöhnung, als ein Mahnmal, eine Erinnerung daran, was Krieg mit uns Menschen macht. Das hat irgendwie so eine Kraft, finde ich. Es ist auch so ein tatsächlich dunkler Punkt in dieser hellen Kirche. Also auch dieser Farbkontrast, das Glatte, das Raue. Also diese Gegensätze, die man hier in dieser alten, neuen Kirche gewissermaßen hat. Und das Schöne ist, heute haben wir wieder ein Turmkreuz oben. Und zwar eine Replik dieses Turmkreuzes. Schön. Es glänzt, von Weitem sieht man es. Und es wurde gefertigt, und das ist die eigentlich wirklich faszinierende Versöhnungsgeschichte dieser Kirche. Es wurde gefertigt von einem Goldschmied aus Großbritannien, dessen Vater tatsächlich den Bombenangriff auf Dresden geflogen ist. Nein. Und er hat als Goldschmied dieses Kreuz gefertigt. Das britische Volk hat das Kreuz finanziert und dann hier der Frauenkirche quasi als Stiftung übermacht. 1994 wurde mit dem Wiederaufbau der Kirche begonnen. Er dauerte fast 12 Jahre. Das Interessante ist, dass vor allen Dingen Menschen aus aller Welt dafür gespendet haben, diese Kirche wieder aufzubauen. Aber warum? Man muss sich ja das vorstellen, 1990 war hier die sogenannte Wende. Ne? Also die Mauer fiel. Deutschland wurde dann innerhalb des Jahres 1990 wieder vereint. Es war ein europäischer Einigungsprozess. Und mitten hier in dieser Stadt kam die Idee auf, eine Kirche in einem relativ säkularen Gebiet wieder aufzubauen. Eine Kirche, die immer schon das Wahrzeichen dieser Stadt war, zumindest bis 1945. Und selbst als diese Ruine war sie das ja. Und ich glaube, dieses Wagnis, das war so ein Identifikationsprozess für Menschen aus Nähe und Ferne. Das hatte was mit Versöhnung, mit Vereinigung, mit Begegnung zu tun, tatsächlich. Für den Wiederaufbau wurden die alten dunklen Steine und neuer heller Elbsandstein genutzt. Auch im Inneren der Kirche wurden alte Elemente wieder aufgebaut. So, ich darf jetzt tatsächlich hoch zum Kantor an der Orgel hier in der Frauenkirche. Und allein der Weg ist schon was ganz Besonderes, denn auf diesen Treppenstufen hier war schon der Komponist Johann Sebastian Bach unterwegs. Willkommen oben an der Orgel der Frauenkirche. Vielen Dank. Applaus gibt's auch noch. Ja, wunderbar. Krass. Du hast aber einen tollen Arbeitsplatz. Ja, also ich genieße das seit 18 Jahren, nach wie vor. Die Orgel hat ja so einen großen Klangreichtum, dass es einem auch wirklich so schnell nicht langweilig wird hier. Du
Du hast da ja also unfassbar viele Knöpfe. Ja, es sind schon ein paar Register. Ne? Also wir haben eine Orgel, die ist deutsch-barock und französisch-romantisch geprägt. Also das heißt, das ist eine Mischung von 2 verschiedenen Stilistiken. Und da brauche ich natürlich auch so ein bisschen Auswahl an Registern. Und das macht es als Organist natürlich unglaublich spannend, an dem Instrument Tag ein, Tag aus spielen zu dürfen. Und kannst du üben? Oder hast du eigentlich immer hier Leute in der Kirche? Das oder? Üben ist so eine Sache, eben genau. Ich habe immer Leute hier in der Kirche und es ist halt abends möglich, wobei ich da Chorproben habe. Aber so in der tiefen Nacht geht es dann schon auch noch, ja. Und dann kommst du auch hierher? Ja, und das ist eigentlich das Schönste, wenn man die Kirche hier ganz leer vorfindet und man hat hier so eine schöne Ruhe und eine ganz tolle Aura und ist dann so alleine. Abends ist ganz toll, wenn im Westen die Sonne untergeht und dann kommt hier noch so ein bisschen Sonnenstrahl durch die großen Fenster an. Das macht schon viel Freude. Ja, ich weiß nicht, möchtest du gern mal ein bisschen ausprobieren? Super gern. Ja? Ich habe ja früher auch Klavier gespielt. Ah, okay. Also tatsächlich auch ein bisschen Bach und Ja, so. klar. Ich weiß nicht, ob ich mich traue. Eine echte Herausforderung. Und dann auch noch vor Publikum. Echt zitter fast, ne? Boah, ey. Hui. Also wir fangen da mal ganz entspannt und einfach an. Ja. Ich würde vorschlagen, ein paar so sphärische Klänge im dritten Manual, das ist dort. Das dritte? Okay. Genau, und das sind die beiden Register, die ich jetzt ziehe. Das ist eine Streicherschwebung, das klingt jetzt ein bisschen wie Hammond-Orgel. Jetzt einfach spielen? Und jetzt einfach spielen. Sehr gut. Ja. Das ist echt. Hast du gesehen? Ich habe mich auch ein paar Mal. Ja, das ist. Oh, das ist aber echt ein krasses Gefühl hier. Oh, ich kann kaum reden. Oh Gott. Ging es dir so nicht damals? Nee. Wir haben im Studium ja auch, sind ja oft in der Situation, öffentlich vorspielen zu müssen, ja. In Klavierabenden, in Orgelabenden. Man ist ja, der Beruf lebt ja auch davon, mit der Öffentlichkeit quasi konzertant zu kommunizieren. Ja, wir können mal so ein bisschen den typischen Mixturen-Sound, also das ist das, was man so von der Barockorgel kennt, also silberig und glänzend klangvoll, ja. Und dann nehmen wir einfach das Pedal in dem Moment dazu, weil das macht ein bisschen schön Krach und dann kann man auch die Fehler so ein bisschen kaschieren. Ja. Oh Mann, ich trete daneben. Oh. Lieber noch mal das erste Stück. Sehr schön. Hey Matthias, vielen Dank. Es ist cool, dass ich hier oben einen Besuch kriege, der Orgel spielen kann. Hast du gerade gesagt, dass ich Orgel spielen kann? Ja, also schon. Wir hätten am Schluss noch das Pedal dazu nehmen können vielleicht, ne? Aber ist alles gut. Vielen Dank. Ja. Was für ein Erlebnis. Boah, das ist ja mega. Der Aufstieg hat sich gelohnt. War anstrengend, aber der Ausblick ist phänomenal.
Am nächsten Morgen starten wir in der Dresdner Neustadt, im schönsten Milchladen der Welt. Laut Guinness Buch der Rekorde. Paul Pfund eröffnete den Milchladen 1892. Alle Wände, die Decke und den Fußboden zieren farbige Fliesen. Ja, wir stehen ja eigentlich jetzt hier im wichtigsten Raum von der Pfundsmalerei. Das ist ja der Verkaufsraum. Das ist eigentlich so das Bilderbuch, wo man drin steht. Also hier ist ja alles so die Geschichte von der Pfundsmalerei zu sehen an den Wänden. Man hat ja die erste kondensierte Milch abgefüllt, hier in Dosen deutschlandweit. Hat er exportiert nach Amerika, England, China, Japan, der Paul Pfund. Und hat die Wappen der Länder, der Exportländer in die großen Bilder integriert. Amerika, England und China und Japan-Wappen. In den kleinen Bildern hat er ganz viel Medaillen und Auszeichnungen integriert und Dinge, mit denen er gearbeitet hat, ein Cremometer, die Milchflasche. Oder wir haben dort die Holzkiste, da wurden die kleinen Kondensmilchdosen eingepackt und exportiert. Milch wird immer noch verkauft, aber auch Käse von Bauern aus der Region und andere Milchprodukte. Also ich würde den Leuten mal empfehlen, einfach mal hier zu genießen und zu schauen und alles auf sich wirken zu lassen. Und das ist das, was wir eigentlich auch ein bisschen wollen, mal ein bisschen Ruhe reinkriegen in alles. Ne? Mal die andere Welt mal draußen lassen. Die ganze Welt kennt unseren kleinen Milchladen. Und das ist wirklich so besonders. Das macht uns jeden Tag auch froh. Und ja, und das gibt mir unheimlich viel, dann hier zu sein und die ganze Atmosphäre so mitzubekommen. Ne? Besonders beliebt bei Einheimischen und Touristen die Dresdner Neustadt. Das alternative Viertel zieht vor allem junge Menschen an. Wir treffen Enrico Sutter. Er engagiert sich hier in einem Verein für Graffiti-Künstler. Ich habe das Gefühl, hier die Neustadt ist so ein ganz anderes Dresden als das, was viele kennen, oder? Na, die Neustadt hebt sich schon noch mal ab, vor allen Dingen von der Altstadt. Hauptsächlich eben auch durch das Äußere, durch diese ganzen Graffiti-Sachen, die man halt hier überall sieht. Graffiti, Street Art, Paste-Ups und so weiter. Ist das auch so ein bisschen das, wofür der Stadtteil steht? Steht nicht nur für Graffiti, sondern auch für eine große Bar-Szene, Club-Szene. Und das ist halt eher so der Szene-Stadtteil in Dresden, wo so das urbane Leben stattfindet, wo die Leute in Cafés sitzen und wo die Studenten wohnen. Ich meine, der Flair ist schon cool, finde ich. Mir gefällt das richtig gut. Ja, na jetzt sind wir hier an so einer ganz typischen und auch bekannten Neustädter Auftragswand. Ganz kurz, Auftragswand heißt, jemand wollte, dass das besprüht oder bemalt wird. Genau, das ist legal. Ja, das ist hier angefragt und die Leute haben das dann freigestaltet. Also okay. Da haben sich dann verschiedene Leute zusammengetan. Also Character nennt man eigentlich so die Figuren, die man so auf den Graffiti-Bildern sieht. Und die Schriftzüge, das sind die Styles, das sind oft eben das sogenannte Tag oder der Künstlername. Und dann interessieren mich ja auch mal noch solche Sachen hier. Die ganz kleinen, das sind Tags, oder? Das sind Tags, ja. Richtig typische Tags. Und das ist ja eigentlich die Form, aus der sich Graffiti, wie man es heute kennt, entwickelt hat. Du guckst richtig aufmerksam dir die Wände alle an, ne? Also ja, es macht schon Spaß. Also wenn man auf den Graffiti kommt, macht schon Spaß, die Straße zu lesen. Das hat jetzt erstmal nicht so vordergründig was damit zu tun, ob man jetzt alles schön findet oder nicht. Also wenn ich das jetzt meiner Mutter zeigen würde, für die wäre das einfach Schmuddelkram. Ein dreckiger Haufen. Ein dreckiger Haufen. So, das muss weg, das muss man sauber machen, weißt du? Klar sehen viele Ecken super dreckig aus. Ich persönlich finde, dass das eine Ästhetik für sich ist. Also das kann man auch meiner Meinung nach auch als Kalligrafie lesen. Die Straßenkunst bezieht auch Stellung zu aktuellen Themen. Free the Pussy, ich meine, das ist sicherlich irgendwie ein feministischer Ansatz. Genau, es gibt viel zum feministischen Ansatz, ziemlich viele Kommentare auf der Straße, auch politisch. Krass rechts, krass links, also viele Extreme, also Ego und viele Extreme.
Und hier steht auch noch es ist Gay Day oder so Sachen halt. Das sind alles Sachen, die jetzt auch in den letzten Jahren neuer dazugekommen sind. Das ist gerade schon viel zu sehen. Krass. Bunter Hauseingang, ey. Ja, also das ist auch eine Auftragsarbeit. Also ich engagiere mich in einem Verein, das ist Spike Dresden e.V. Und wir werden ganz oft von der Stadt oder von Eigentümern oder so weiter angesprochen, wenn es eben die Problematik gibt, okay, es gibt vielleicht Tags oder illegales Graffiti und was können wir jetzt machen? Wie können wir vielleicht die Szene einbeziehen und nicht einfach so jetzt die Frauenkirche oder die Blümchenwiese auf die Fläche bringen. Und unsere Hauptaufgabe besteht dann darin, mit der Szene zu kommunizieren, die Leute möglichst sogar einzubinden oder irgendwie ein paar Moves zu machen auf der Wand, eine Sprache zu kreieren, die wirklich was mit Graffiti zu tun hat, dass man auch die Akzeptanz in der Szene dann hat. Aber wenn ich jetzt hier mal gucke, ne? Es ist nichts irgendwie übermalt oder gecrossed, oder? Also es wird das ist ein Bild, was bis jetzt irgendwie akzeptiert wird und stehen bleibt. Und das hat auch viel damit zu tun, dass hier auch Leute am Werk waren, die, wo der Respekt auch in der Szene ist. An jeder Ecke neue Bilder, neue Botschaften, neue Inspirationen. Das ist ja hier tausendmal übereinander, ne? Ja, also das ist ja auf jeden Fall eine Wand, wo richtig was passiert. Das ist eine Graffiti-typische Sache, weil es eben auf der Straße passiert, rechnet man damit, dass es weiterlebt, dass es überarbeitet wird, dass Leute einen Comment dazu machen. Gibt es da nicht auch Konflikte? Und das ist wie ein Angriff eigentlich auf das, was ich mache, oder? Also da gibt es schon immer mal Beef. Also die Leute haben so schon miteinander zu tun, sich da immer mal zu klären und so. Aber ich muss sagen, in Dresden geht das alles noch. Unser nächstes Ziel liegt 20 Minuten nördlich von Dresden. Das Barockschloss Moritzburg. Das schönste Wasserschloss Sachsens ist als Filmkulisse berühmt geworden. Ich gebe Ihnen mal ein kleines Rätsel mit auf den Weg. Mach ich's? Mach ich's nicht? Mach ich's? Mach ich's nicht? Mach ich's? Mach ich's nicht? Noch ein Tipp? Hören Sie mal. Die Musik. Und der dritte Hinweis, natürlich der bekannte Blick durchs Fenster in den Ballsaal. Erkannt? Na klar, 3 Haselnüsse für Aschenbrödel. So muss sich Aschenbrödel also gefühlt haben. Ja, genau so. Jeden Winter gibt es hier eine große Ausstellung zum Film mit Originalkostümen der Schauspieler. Wir dürfen in den Fundus blicken. Aha, guck mal, Ja. die Königin und der König, gell? Ja. Das ist eigentlich auch eine sehr spannende Geschichte rund um die Kostüme. Also das ist ja eine deutsch-tschechoslowakische Koproduktion. Und die haben dort nochmal einen ganz besonderen Status. Vor allen Dingen die Kostüme des Aschenbrödels und des Prinzen sind dort nationales Kulturerbe. Und sind die immer hinter einer Vitrine? Immer hinter einer Vitrine. Ja, wir Mal hatten kurz schon mal anziehen. so einen kleinen Fall. Zum Glück hat es da nur eine Kopie erwischt. 2014 wurde ein Aschenbrödel-Kostüm mitgenommen. Wir vermuten von ganz besonderen Fans. Ja. Aber die haben dann irgendwann kalte Füße bekommen und haben das dann wieder zurückgeschickt innerhalb von ein paar Wochen. Ja, wir stehen jetzt hier vor dem Modell der Burg Schwiehoff. Es ist ja nicht nur in Deutschland gedreht worden, in Moritzburg, sondern es gab auch Drehorte in Tschechien. Unter anderem ist im Böhmerwald gedreht worden und in dieser Burg nahe bei Pilsen. Weißt du von irgendeiner lustigen Geschichte bei den Dreharbeiten? Es war klirrend kalt. Also eigentlich sollte es ein Sommermärchen werden, wurde dann ein Wintermärchen. Und es war sehr eisig, es war glatt, aber es lag kein Schnee. Und das hat den Regisseur ein bisschen zur Verzweiflung getrieben und er hat dann beschlossen, wir müssen mit Kunstschnee arbeiten. Und damals hat man für Kunstschnee Fischmehl verwendet. Und das muss während der Dreharbeiten aufgrund des gestreuten Fischmehls ganz erbärmlich gestunken Oh, das ist ja furchtbar. Fischmehl. Ist ja widerlich. Aha. Ja, Das ist
der Raum, oder? Ist es das junge Glück, ja. Darf ich direkt mal gucken, wie sie aussieht? Der Ja, Prinz normalerweise hebt den darf Schleier man das ja nicht, aber für heute soll es erlaubt sein. Ja? Okay. Mal schauen. Das, was der Prinz nicht gemacht hat. Ah, guck mal. Hallo, Aschenbrödel. Hübsch ist sie. Ja. Ja? Ich meine, das ist hier der stoffgewordene Traum ganz vieler junger Mädchen, oder? Ja, auf jeden Fall. Und das sehen wir auch immer in der Weihnachtszeit. Also wir sehen die jungen Besucherinnen, die unbedingt das Kleid gerne anfassen wollen. Einmal im Leben das Kleid der Prinzessin berührt. Aber manche kommen auch in von der Großmutter geschneiderten Aschenbrödelkostüm hier ins Schloss. Auch, sage ich mal, junge, erwachsene Frauen, die sich dann hier im Ort einmieten und einen Tag in einem Aschenbrödelkostüm hier im Schloss verbringen. Also das sehen wir eigentlich jedes Jahr. Was glaubst du, warum gibt es diesen riesigen Fankult um diesen Film? Ich denke, da ist sehr vieles zusammengekommen. Das ist einerseits die Musik, die so beschwingt ist. Die Musik suggeriert bei uns das Thema Weihnachten, weil es ist für uns vielleicht der klassische Vorweihnachtsfilm. Nach Moritzburg zu kommen, ist auf jeden Fall für die Sachsen und ich denke für viele Tschechen ein Ritual geworden. Und ja, Herzstück sind natürlich immer wieder die Kostüme. Das müssen wir sagen. Wir sehen, man kann auch ganz vieles erfahren an den Kostümen. Also erst einmal sieht man, wie aufwendig sie gearbeitet worden sind. Und andererseits sieht man beispielsweise auch, wie schlank die Schauspielerin war. Die Libusche Schafranko war ja noch sehr, sehr jung. Das war ein ganz junges Mädchen, gell? Ja, 18, 19 Jahre alt. Und wir hatten ein zweites Kostüm von ihr hier letztes Jahr und haben versucht, das über unsere klassischen Puppen überzuziehen. Das war unmöglich. Wir mussten dann eine Kinderpuppe ausleihen, weil sie wirklich so zart und filigran war. Und das sieht man immer wieder an den Originalkostümen. Im Winter 1972/73 wurde auf dem Schloss 5 Tage lang gedreht. 50 Jahre später kommen immer noch Fans, auch ganz kleine. Hallo? Hallo? Wer seid denn jetzt so ihr? Seid ihr die Schauspieler aus dem Film? Ja. Ehrlich? Habt ihr in diesem Film mitgespielt? Wie findet ihr denn die Aschenbrödel? Gut. Ja? Was magst du an ihr? Eigentlich alles. Aber sie hat ihren Schuh verloren. Ja, leider. Ja. Der hat mir gepasst. Wir auch. Der war gepasst. Ganz heißer Tipp von den Mini-Fans: Der Schuh ist immer noch an der Schlosstreppe. Also nichts wie hin. Boah. Ja, so sehen die meisten Fotos auf Instagram und Facebook auch aus. Keine Chance, da komme ich nicht rein. Normalerweise haben wir hier eine Traube von Menschen stehen. Jeder versucht, diesen Schuh zu fotografieren. Das ist das Bild, gell, was man dann ist mitnimmt. Das Bild schlechthin. Wer es nicht zur Aschenbrödel-Ausstellung im Winter schafft, kann hier ganzjährig eine der bedeutendsten Jagdtrophäensammlungen Europas sehen. Und historische Einrichtungstrends. Auf Tablets können Besucher direkt in die Welt des Barock eintauchen. Für uns geht's zurück in die sächsische Schweiz. Der Name stammt übrigens von 2 Schweizer Künstlern, die im 18. Jahrhundert an der Dresdner Kunstakademie lernten. Die Landschaft erinnerte sie so sehr an ihre Heimat, dass die beiden in ihren Briefen fortan von der sächsischen Schweiz sprachen. Auch heute zieht es immer wieder Künstler ins Elbsandsteingebirge. Am Großen Bärenstein treffen wir Enrico Sutter wieder. Er inszeniert Performances und findet hier den perfekten Platz dafür. Also aus dem Kontext von Graffiti-Szene, urbaner Raum, Theater, was ja alles sehr immer so in der Mitte der Stadt stattfindet und im urbanen Raum eben, hatte ich dann mal so die Idee, hier in der Umgebung im Elbsandsteingebirge, so vielleicht anknüpfend auch an diese Romantiker wie Caspar David Friedrich und Co., das mal neu zu setzen und eben dadurch so einen Kontrast zu schaffen, das neu zu verorten.
Also die Materialien haben ja alle irgendwie schon so eine Geschichte. Die waren schon auf vielen Bühnen und auf vielen Leuten drauf. Und ich will das eben immer weiter verformen oder verändern. Enrico verbindet Malerei, Graffiti und Fotografie in seinen Inszenierungen. Für mich ist es einfach ein richtig schönes Gefühl, so eine Art eigenes Universum zu haben, in dem ich mich ausleben kann. Also sowohl in meiner Materialsprache als auch in meiner Formensprache. Und wenn man dann eben so, sage ich jetzt mal, vor der Haustür noch so eine besondere Landschaft hat wie hier, finde ich das einfach schön, dass man das so nutzen kann und habe so eben das Gefühl, dass man dann in so eine eigene Welt eintauchen kann. Unser Weg führt uns weiter nach Bad Schandau und von dort mit dem Boot über die Elbe bis nach Tschechien. Dort geht es zum Prebisch-Tor und auf dem Rückweg machen wir Halt im Biodorf Schmilka. Das Elbsandsteingebirge lässt sich auch gut ohne Auto erkunden. In der Saison fährt das Wanderschiff 4-mal am Tag. So, ei. So, hallo, Hi, grüße Sie. ich bin der Ramon. Darf ich mal reinkommen und mir das mal Ja, angucken? sicher, freilich. Echt? Kein Problem. Das ist aber schon cool. Das ist ja so ein uriges Gefühl eigentlich, ne? Ist auch schön. Jeder Tag ist eigentlich anders, weil du bist ja in der Natur. Ne? Du hast die Vögel, du hast, was weiß ich, hier schwimmende Wildschweine über der Elbe oder die Rehe früh. Je nachdem, wie es ist jeden Tag eigentlich was anderes. Der Biber ist zugange seit ein paar Jahren, du siehst die richtige Familie. Es ist wirklich sauber, es wird viel gemacht. Es gibt ein Wanderschiff, es gibt einen Wanderbus. Man braucht das Auto eigentlich nur, ich sag's jetzt mal, wenn es nicht anders geht, zur Anreise. Oder man nutzt die Bahn, die jede halbe Stunde ab Dresden fährt. Du hast da hier verschiedene Stationen, die wir anfahren. Ja? Und das sind Ausgangsstationen für Wandertouren, für Tagestouren. Ja? Und das ist das, was die Leute ja wollen. Die reisen hier früh an, meistens, je nachdem um 9 oder um 11, wie wir fahren, und machen dann ihre Tagestouren. Nach 4 Stopps ist Endstation im tschechischen Ržensko. Guten Tag, hallo, servus, hallo. Von hier aus lohnt sich eine Wanderung in die böhmische Schweiz. In der Nähe der Anlegestelle kreuzt ein Hingucker den Weg. Wem es in der sächsischen Schweiz zu voll ist, ist im tschechischen Teil der böhmischen Schweiz richtig. Die Zahl der jährlichen Besucher ist hier wesentlich niedriger. (2022) bricht in der böhmischen Schweiz ein Waldbrand aus, der auch auf die sächsische Schweiz übergeht. (20 Tage lang wüten die Feuer und zerstören 10 Quadratkilometer Wald. Kiefern und Birken prägten die ursprünglichen Wälder dieser Region, bis Fichten in Monokultur angepflanzt wurden. Beim Brand verkohlten Tausende von ihnen. Tomasz Salow beobachtet, wie sich der Wald langsam erholt.
Es ist ein junger Nationalpark und wir haben auch viele Fichtenbestände hier gehabt, die von Menschenhand angelegt wurden. Für die Natur ergibt sich daher an diesen Stellen, wo die Fichtenmonokulturen waren, eine neue Chance. Weil Fichtenmonokulturen reduzieren meistens eine dicke Nadelschicht. Und auch wenn die erwachsenen Fichten nicht mehr da sind, wenn man die Bäume entnimmt, blockieren diese Nadelschichten die Entwicklung des jungen Waldes. Und dadurch, dass sie jetzt abgebrannt sind, bekommen andere Baumarten als die Fichte eine Chance, hier aufzukommen. Der Boden ohne Fichtennadeln ist eine Befreiung für den Wald. Der Neuanfang lässt nicht lange auf sich warten. Ganz faszinierend war dieser Adlerfarn, also der Farn. Die Fläche brannte immer noch. Und an einigen Stellen gab es schon grüne Inseln, wo dieser Adlerfarn hervorkam. Wenn wir uns dann näher die Fläche anschauen, sehen wir hier zum Beispiel eine junge Birke. Ganz klein, aber auf dieser Fläche wird sie wahrscheinlich sehr gut gedeihen und in wenigen Jahren, sagen wir mal, einen halben Meter oder 1 Meter groß. Auch Eberesche und Kiefer wachsen langsam nach. Das ist vielleicht ein Bonus für den Besucher, weil durch den Waldbrand sind auch viele Bäume verschwunden, die eigentlich die Sicht behinderten. Und jetzt gibt es ein 10 oder 15 Jahre langes Zeitfenster, in dem der Besucher auch die Felsenwände in der Umgebung gut und klar sehen kann. Und damit ist die geologische Entstehungsgeschichte sichtbar. Die sächsisch-böhmische Schweiz entsteht durch Erosionsprozesse im Sandstein. Wenn man ein wenig Glück hat und man sieht eine Sandfläche nach einem Regen, können wir sehen, wie hier die Erosionsprozesse auch in ganz kleinem Maßstab die Landschaft prägen. Man kann sich jetzt vorstellen, wenn hier die Elbe fließen würde, so entsteht ungefähr der Elbe Canyon, also die Umgebung. Ich kann also nur sagen, dass der Wald ein sehr dynamisches System ist und dass viele Katastrophen in einer sehr kurzen Zeit wieder für den Menschen nicht mehr sichtbar sind. Also was man hier sieht, ist, dass die Natur auf solche Ereignisse sehr gut vorbereitet ist und dass sie sich mit so einer aus menschlicher Sicht Katastrophe gut abfinden kann. Zurück nach Deutschland geht es durchs Grenzdorf Schmilka. 2017 zu einem der schönsten Dörfer Sachsens gewählt. Fachwerkhäuser, urige Pensionen und ein besonderes Konzept locken Touristen. In Schmilka ist alles Bio, auch im Brauhaus und bei Bäcker Lutz. Schmilka ist ja bekannt als so Biodorf, sagt man, Lutz, gell? Ja. Was heißt denn das genau? Alles ist auf rein biologische Weise hergestellt. Ja. Die ganzen Waren. Egal, ob das die Gaststätte ist, ob das Café ist oder hier die Bäckerei. Nicht so süß? Richtig gut. Kommt das gut an, dieses Bio-Konzept bei den Leuten? Ja. Für jeden Ort wird es nicht funktionieren. Ja. Weil es ist dann doch schon vom Preis her etwas intensiver. Und das Konzept hier für das Dorf ist schon gut. Das passt. Zum Bio-Konzept gehören auch ein Bio-Hotel und jede Menge Gastronomie.
Prost, Leute, wie geht's euch? Bisschen fertig. Fertig wovon? Wir haben uns gerade, wie lange waren wir unterwegs? 5 Stunden. 5, 6 Stunden. Okay. Ja. Rauf und runter, rauf und runter. Seid ihr mit dem Auto hier oder wie macht ihr euren Urlaub? Wir sind aus der Region, ja, 80 Kilometer. Ja. Und das ist unser Besuch aus Bayern. Ja. Wie gefällt's dir denn hier jetzt im Gegensatz dazu? Ja, es ist ganz anders. Und das ist einfach, also es fängt unheimlich einen, wenn man hier die Gegend anschaut, weil diese Sandsteinformationen in dieser runden Ausführung mit der Natur und also es ist anders. Auch von den Leuten, muss ich sagen, was hier sehr angenehm ist. Jeder sagt Hallo. Beim Vorbeigehen, hallo, hallo. Und vor allem muss man auch sagen, bei uns in Bayern, an so einem Tag wie heute, also für euch war es voll. Ja. Ich fand's Extrem voll. echt okay, weil bei uns wäre wahrscheinlich richtig viel los. Da wäre noch viel mehr los. Ja, viel mehr los. Wenn wir so Tagesausflüge machen, fahren wir sehr zeitig los. Ja. Und dann fast alleine hier drin. Wir sind um 8 Uhr auf dem Parkplatz und ziehen dann los. Und Ja. Und wenn wenn wir wir zurückkommen, genau, um hier dann unser wir. Zielbier zu trinken, machen die meisten Leute erstmal nach oben. Insofern ist das für uns entspannter, wesentlich entspannter. Das ist so ein bisschen so eine Art Geheimtipp, ne? Ganz früh losgehen. Das bitte rausschneiden? Ja, ja, genau. Das dürfen Sie nicht erfahren zu Hause, dass man am besten ganz früh Das ist losgeht. kein Geheimtipp mehr. Euren Abschluss macht ihr jetzt hier in Schmilka vom Tag. Ja. In dem schönen Biodorf. Warum seid ihr gerne hier? Wegen dem Bier. Ja. Es ist einfach so. Das Zielbier hier. Immer Hier gibt unser es das Zielbier und dann... Ist es so anders als die anderen Biere? Ja. Warum? Ich habe es noch gar nicht probiert. Was ist der Unterschied? Probieren, dann weiß ich. Ja. Jetzt wird mir hier eins gebracht. Guck mal. Das kann man nicht Oh, das kann man nicht beschreiben, das muss man probieren. Ne? Genau. Geil. Prost. 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 Auf eure schöne Wanderung auf die sächsische Schweiz. Prost. Wow. So, wie schmeckt's? Lecker. Zeit für Kultur. Am Rande der Burg Hohenstein war bis in die 1940er Jahre der Hohensteiner Kasper zu Hause. Sein Erfinder Max Jakob war einer der bedeutendsten deutschen Puppenspieler des 20. Jahrhunderts. Ein Traditionsverein setzt sich für das kulturelle Erbe Jakobs ein. Vor einigen Jahren wurde das Max-Jakob-Theater wiedereröffnet. Tri, tra, trullala. Einen wunderschönen Raum, guck mal. Schönen guten Tag, ich bin die Frau Gretel. Hallo Frau Gretel, grüß dich. Ich bin der Ramon. Hübscher ist das, hä? Sind Sie schon verheiratet? Fast, ja. Ach, Mann, nee, da gehe ich jetzt wieder verheiratet. Immer sind sie alle verheiratet, vergeben oder oh, hör auf. So, ihr merkt schon, ich spinne mich hier ein. Wie viele Figuren hast du denn da? Das sind heute 1, 2, 3, 4, 5. Du spielst mit 5 Figuren? Ja. Ein Kasperle. Nenne mich nicht Kasperle, ich bin der Kasper. Ne? So, ich hänge mich mal ab, ne? Weil ich bin ja nicht der Einzige. Das hier ist der Liebling der Kinder. Das ist das nämlich Krokodil. das Krokodil. Achtung, das Krokodil. Also Vorsicht. ich bin das Krokodil vom grünen Nil. Ich bin sehr, sehr lustig und eigentlich haben alle immer Angst vor mir, aber vor mir nicht. So, das war das Krokodil, spielt eine große Rolle. Sag mal, bist du gelernte Puppenspielerin? Ich bin Studierte. Du bist studierte Puppenspielerin. Studierte. So, das ist der Liebling aller. Ich bin der Teufel. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ja. Ich bin die Großmutter. Hast du so ein bisschen auch einen Knacks, Conny? Kann das sein? Ja, also Puppenspieler leiden an Schizophrenie. Ja, und das muss man dann im Kopf schön switchen. Und das ist aber genau das, was so Spaß macht, sich selber die Stichworte zu geben. Ja. Ne? Heute ist Aufführung. Die Hauptrolle spielt natürlich der Kasper mit seinen typischen Max-Jakob-Markenzeichen. Also ich bin der Kasper, ich lebe und wohne hier in Hohenstein. Der Max, das war ja mein na nicht so dolle. Nee, ne, ganz so alt war er dann doch nicht, ja. Ja, also das war sozusagen mein Erschaffer, ne, weil ist natürlich Hohenstein und deshalb Hohensteiner Kasper. Hier ganz wichtig meine Nase, ja, das ist wichtig für einen Kasper. Ne, Die ist sehr groß. diese berühmte Nase und das optimistische Lachen, ne, das optimistische Lachen, was Sie sehen. Und dass ich mir, wie sagt man so schön, also ich lasse mir die Butter nicht vom Brot nehmen. Egal was ist, ich finde immer eine Lösung, weißt du, ja. Ey, sag mal, Conny, darf ich das auch mal probieren? Was denn?
Das, was du da machst? Oder wäre das... Bitte, warte, ich komme. Jetzt kannst du einfach mit der linken und dann kannst du reinfahren. Bist du rechts oder links? Rechts. Rechts, so. Dann machst du einfach, müsste für deine Hand eigentlich gehen. Hast hier den Mittelfinger und das sind sozusagen die... Ach so, hier in die Ärmchen. Genau. Hier den Daumen. Ja, Den ja. Daumen hier rein. Jawohl, okay. Okay, ja. Siehst du? Das siehst du, so geht er. Und jetzt nimmst du deine Hand, da kann man drauf sitzen. So, so, guck mal. Ja. So sitze ich gerade, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr alle da seid. Mach mal Schwäbisch, ist besser. Ich han grad Maultäschle gegessen. Jetzt gucke mal, wie das hier gerade rumort in meinem Magen da drin. Auf. Egal, wo der jetzt herkommt. Ne? Also hier spricht er natürlich Sächsisch. Ne? In Schwaben würde er schwäbeln, weil er wirklich aus dem Volk kommt. Kannst du noch ein Bäuerle machen? So. Ja. Oder kannst du mal machen? Es geht gleich los? Ja. Kann ich dir irgendwie helfen bei der Vorstellung? Das können wir Das wäre so mega cool. Das wird bestimmt, das wird. Darf ich? Ja, darfst du. Conny, du bist stark. Ja, ich weiß. Was haben Sie da in der Hand? Ein Handy. Was soll denn das? Okay. Komm mal her. Mal Applaus für den Handymacher. Danke. Kasper. Also wir machen ein Filmchen für die Sendung Wunderschön. Wir sind in der sächsischen Schweiz unterwegs und wollen auch dich besuchen, lieber Kasper. Ja, ein bisschen sprachlos, gell? Ich bin jetzt im Fernsehen. Du bist jetzt im Fernsehen? Ich bin im Fernsehen. Oh, ich bin im Fernsehen. Ich bin im Fernsehen. Ich bin im Fernsehen. Ich bin im... Oh, Mann. Und jetzt ab auf den Platz ordentlich filmen. Jawohl, das wird gemacht. Ciao. So, Applaus für Ramon. Oh, ist das schwer. Sag mal, Kinder, seht ihr mich noch? Nein. Ich sehe euch auch nicht. Was machen wir jetzt? Das Buch soll weg. Eine Hälfte sehe ich. Und jetzt sehe ich auch einen Ramon. Hallo, Ramon. Hallo, Kasper. Hallo, Kasper. Ne, hallo, Kroko. 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 Jetzt reicht's aber, ne? Jetzt bin ich dran. Nein, doch, jetzt bin ich dran. Jetzt bin ich dran. Und jetzt pusten wir alle zum Schluss den Vorhang wieder zu. 1, 2, 3. Unsere Reise führt uns wieder in die hintere sächsische Schweiz. Hier geht es zunächst in die Ottendorfer Hütte und zum Finale schließlich an die Kleinsteinwand. Wer Aktivurlaub sucht, ist in der sächsischen Schweiz perfekt aufgehoben. Für längere Wanderungen gibt es Wanderherbergen für die Zwischenübernachtung. Ich habe eine Nacht gebucht bei euch. Das ist richtig. Freut uns sehr. Was kann ich denn hier bei euch alles erleben? Also du kannst hier ein ruhiges Plätzchen für die Nacht finden. Du kannst von hier aus wunderschöne Wanderungen in die wilde sächsische Schweiz machen. Immer Trepp auf, Trepp ab, hoch, runter, auf die Felsen. Du kannst klettern mit uns. Das will ich nämlich machen. Echt? Ja, klar. Wenn wir zusammen klettern gehen, dann würden wir beide das zusammen machen. Ja, super gern. Leg ab. Alles klar. Auf geht's. So, schau mal, da kannst du das abstellen. Super. Krass, guck mal. Ja, da kann man richtig klettern. Echt, ihr klettert hier drinnen auch? Naja, also das war als Kletterhalle, als Trainingshalle mal gedacht. Es sind auch 26 Kletterwege geschraubt, so bis 60, 10 A, B. Also Das wenn sind du 11 echte Meter Wege. Dach kletterst, genau, kannst du sächsische Schwierigkeiten im oberen Grad klettern. Oha, krass. Ist auch schon passiert. Aber ja, seit knapp 25 Jahren nutzen wir den Raum eben auch für das Frühstücksbuffet oder als zweiten Gastraum. Und dann müsste immer alles ausgeräumt werden, weil das ja mit der Absicherung doch ein bisschen speziell hier ist. Ne? Man muss immer Schwebesicherung machen. Auch in der Gaststätte geht es urig zu.
Die Hütte ist seit 20 Jahren eine der bekanntesten Anlaufstellen für Wanderer. Im Familienbetrieb ist Anpacken angesagt. Auch Moderatoren müssen ran. Warum kommen die Leute hierher? Was suchen sie bei euch? Ich denke, insbesondere Ruhe, etwas Entspannung. Wir sind ja hier in der hinteren sächsischen Schweiz und da verlaufen sich doch nicht ganz so viele Leute. Und dann wird hier gewandert wahrscheinlich. Dann wird hier gewandert. Gewandert, geklettert. Ja, also die meisten sind zum Wandern da. Also wir haben ganz selten auch mal welche, die hier arbeiten. Die einfach aus der Stadt raus wollen und die brauchen dann WLAN-Anschluss. Dann ist dann nicht so gutes Netz bei uns hier, aber irgendwie kriegen wir das auch organisiert. Und dann sitzen die hier und machen halt ihre Computerarbeit. Also auch das gibt's. So, jetzt wird geputzt, hä? Ja, muss auch sein. Ja, man ist hier für alles zuständig. Ich helfe dir und ich gerne. freue mich sehr darüber. Minimalistisch, aber alles da. Das ist schon irgendwie urig hier, ne? Es duftet auch so nach riecht Holz. man immer noch, ja. Ja, ja. Obwohl wir das schon seit 6 Jahren haben, ist immer noch Holzgeruch da. Das freut mich eigentlich sehr. Vermietest du das auch also an Einzelpersonen? Ja, selbstverständlich. Also man kann die Räume auch für sich alleine buchen. Hat dann halt die Wahl zwischen 4 Matratzen, welche man nimmt. Das Zimmer gebucht heißt, kein Fremder ist mit drin. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einen Hier kommen nicht 4 Schlafplatz. Fremde nebeneinander. Wenn man einen Schlafplatz gebucht hat, also die Low-Budget-Version, dann sind dann hier unter Umständen 4 Fremde nebeneinander. Ja. Die Ottendorfer Hütte hat sich eigentlich so ganz, ganz langsam entwickelt. Also ganz, ganz vieles selber gebaut worden. Also das ist alles nicht auf dem Reißbrett passiert. Und dieses Flair wollen wir irgendwie erhalten. Das soll irgendwie authentisch sein. Das soll bodenständig rüberkommen. Das Nachtlager macht sich fast von selbst. Ich bin gespannt, wie ich schlafe. Ich glaube ehrlich gesagt ziemlich gut. Sunday morning, got the hazy, hazy jeans. I turn to you in den hazy way. Ich habe phänomenal geschlafen. Also es ist hier total ruhig in der Umgebung. Man hört gar nichts. Das Bett ist mega gemütlich. Ich freue mich jetzt aufs Frühstück und darauf, nachher mit Michele klettern zu gehen. Das wird, glaube ich, noch mal ein richtig, richtig spektakuläres Highlight. Guten Morgen. Moin. Moin, moin. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Gerne. Gerne. Super, cool. Oh, das sieht ja toll aus. Hi. Seid ihr eine Wandergruppe? Wir sind eine Wandergruppe, ja. Ich habe jetzt hier auf meiner Reise irgendwie genossen, dass es alles ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen gediegen, einfacher, auch gerade hier auf der Hütte, gell? Die Entschleunigung ist wirklich wichtig für uns. Man trifft auch nicht hier Gleichgesinnte. Ja, das stimmt. Ja, und das ist eben, wie wir hier zusammenkommen, oder wir saßen unten mit Leuten am Tisch, da wird nicht gefragt, und vornehm sind sie, wie im Hotel, da bist du halt du und bist Wanderer und das macht es eben aus. Ne? Auch eine gewisse Gemeinschaft. Ich sage mir, die Leute, die hierher fahren, die denken ähnlich wie du, die achten die Natur und dieses Gefühl auch leben. Dass man hier als solche Leute trifft. Und die treffe ich im Hotel nicht. Ein freundlicher Gruß, egal ob man die Leute kennt, wird freundlich zurückerwidert und das macht Spaß. Was macht für euch hier den Reiz aus? Ich möchte das mal mit den Alpen vergleichen. Dort laufe ich 5 Stunden, um einen Gipfel zu erreichen und von dort einen Ausblick zu haben. Ja. Hier habe ich das alle Stunde. Es geht hoch, es geht runter, ich habe ständig andere Eindrücke. Ne, das ist eben das Abwechslungsreiche. Einzigartig, viele Gipfel schnell zu erreichen. Aber nicht immer der Drang, Superlative erleben zu müssen, sondern die Natur auf sich wirken lassen. Die Einzigartigkeit dieser Natur empfindet man das dann, wenn man ein bisschen so in sich geht, als wunderschön. Also nicht, wie gesagt, Superlative erhaschen wollen, 1000 Meter hoch oder 1000 Naja, Meter tief, vielleicht sondern schon, ja. die Natur.
Die gute Laune der Wandergruppe aus dem Vogtland steckt an. Überall auf der Welt scheint die Sonne. Prost! Vielen Dank. So, bevor unsere Reise jetzt fast vorbei ist, geht es noch mal so richtig hoch hinaus. Der Michele hat mir nämlich versprochen, mich mitzunehmen zum Klettern. Und zwar so richtig schön echt sächsisch am Sandstein. Wir sind am Kleinstein, einem beliebten Kletterfelsen in der Region. Ja, ich habe ein bisschen Muffensausen, ey. Musst du nicht. Meinst du? Nee, wir haben ja, du bist gut gesichert, die Seile sind neu. Das sächsische Klettern ist halt hier in Sachsen entstanden an unserem Elbsandstein. Es ist eine spezielle Form des Kletterns, also man nennt es auch Free Climbing. Das bedeutet nie frei von allen Sicherungsmitteln, sondern freies Klettern bedeutet ohne künstliche Hilfsmittel sich am Felsen fortzubewegen. Also man kann alles nehmen, was man an Felsen vorfindet, an Vorsprüngen oder Löchern oder Absätzen. Das ist Mitte des 19. Jahrhunderts hier bei uns entstanden. Okay. Und hat sich dann rausgetragen in die ganze Welt? Hat sich dann rausgetragen in die ganze Welt. Einige Kletterer sind auch in die große Welt gezogen, auch sind dann übergesiedelt in die Staaten, haben das dann dort verbreitet. In gewisser Weise kann man da auch stolz sein, dass das von hier. Das sehe ich in deinen Augen auch. Ja. Hey, dann lass es uns ausprobieren. Dann machen wir das. Alles klar. Die Kletterregeln schützen den weichen, empfindlichen Sandstein und damit bedeutende Lebensräume im Nationalpark. Statt Haken in die Felsen zu schlagen, wird mit Seilen gearbeitet. Alter, das ist jetzt hier schon irgendwie Schwindel. Ja, felsenfest. So. Jetzt halte ich mich hier mit einer Hand fest, ne? Genau. Gut. Das müsste fest sein, gell? Das ist fest. So, jetzt setzt du dich langsam, hältst du dich hier fest und setzt dich rein, bis du richtig in der Selbstsicherung. Alter, das ist schon so ein Moment, ey, boah. Kannst du mit dem Fuß noch ein Stück runter? Nee, ist ja okay, aber das ganze Vertrauen in das Material, das muss man lernen. Ja, naja, sonst macht das Klettern ja keinen Spaß, wenn man immer denkt, es könnte. Jetzt den hier? Was abgehen, genau. Den Karabiner abmachen. Das ist der Nervenkitzel, dass man immer denkt, es könnte ja was abgehen. Den hängst du dir hier unten rein. Gut. So? Ja. So, jetzt diese Schlaufe machen und über das Kleine drüber. So, und jetzt nimmst du erst mal die eine Hand hier unten ran und setzt dich wieder in den Gurt rein. So. Unten halten mit beiden Händen. Unten ist besser. Ist vom Handling her. Man könnte das auch anders machen, aber vom Handling her denke ich, dass das so am besten ist. Jetzt watscheln wir. Und nee, übergreifen, lass das einfach nur durchrutschen. Also nicht immer loslassen, sondern einfach nur rutschen lassen. Okay. Dann wie ein Pinguin. Links, rechts. Und dann wartet er. Der Kleinstein. Wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich kletter natürlich als Erster nach oben. Dich binde ich vorher in das Seil ein, mit dem Achterknoten. So, ich baue dann oben einen Standplatz auf, mache einen Sicherungsplatz sozusagen. Und erst losklettern, wenn ich es dir sage. Da gibt es ein Kommando, das heißt, kannst kommen. Und du sagst dann, ich komme, und dann kletterst du los. Wir sehen uns nicht. Also ich sehe nicht, wie du loskletterst. Das ist so ein bisschen ums Eck. Okay. Deswegen muss man das mit Kommandos absprechen. Nie, dass du schon loskletterst und bist noch gar nicht gesichert. Okay. Erst wenn du rufst, kannst kommen, dann geht's ab. Genau. So. Das Ding hält. Das hält. Ah, die hält ja wie eine Eins. Gut. Vorher die Füße noch mal ein bisschen abputzen, dass der Sand ab ist. Gut. So, und dann so treten, die Ferse ein bisschen runterhängen lassen. So. Versuchen, mit der ganzen Fußfläche zu treten. Hier kommt schon der erste riesengroße Griff. Nee, da geht er hoch. Jetzt wird er eine Treppe hochsteigen. Boah. Ich meine, ich habe keine Höhenangst, aber also Angst vorm Sterben habe ich dann schon auch. Aber das wird schon klappen. Kann's kommen, hat er gesagt. Okay, auf geht's. Oh. So, erster Griff. Tja, wo?
gar nicht so leicht. Hier. Ich komme. Boah. Boah. Das ist ja geil hier. Das ist ja geil hier durch diese kleine Schlucht. Oh. So. Ganz schön cool. Doch das war nur der Anfang. Michele legt weiter vor. So, da ist er weg. Und jetzt sind wir wieder allein. Aber das schaffen wir schon, gell? So, kannst kommen. Ganz schön geiles Gefühl. Ja. Mega cooles Gefühl. Ah, mal da runter gucken. Krieg ich nicht hin. Der Kleinstein liegt 300 Meter über Null. Nicht ohne hier zu klettern. Jetzt sind wir auf dem Gipfel. Da gibt es einen Gipfelgruß. Okay. Der heißt nicht Petriheil, sondern Bergheil. Bergheil, mein Freund. So, und jetzt haben wir noch das Gipfelbuch. Ah, es gibt ein Büchlein. Ja, auf allen Gipfeln ist so ein Gipfelbuch oben. Ach, stark, guck mal. Man sieht auch genau, wie viele Seiten schon beschrieben sind. Man sieht, die Hände der Kletterer sind nie die saubersten. 5. So, links oben das Datum, rechts oben den Namen von der Route, die wir geklettert sind. Und dann ist endlich Zeit, nochmal den tollen Ausblick auf das Elbsandsteingebirge zu genießen. Es muss ja nicht immer der Superlativ sein, hat mir ein Wanderer gesagt, den ich hier getroffen habe. Aber wenn ich an die Bastei zurückdenke, an diese gigantischen Sandsteinfelsen und wenn ich das hier sehe, dann fühlt sich das für mich schon ganz schön superlativ an. Es gibt ein tolles kulturelles Angebot, auch ein Städtetrip nach Dresden ist nicht weit. Und für Aktivurlauber, auch mit Familien, ist hier sowieso alles geboten. Sächsische Schweiz, wir sehen uns bald wieder. Servus.